Hallo meine Freunde, hola Madridistas, na das hat doch mal Spaß gemacht. Ein tolles Real Madrid gewinnt absolut verdient mit 4:1 gegen Real Sociedad. Ich weiß nicht, ob es am Teamabend lag. Ich weiß nicht, ob es daran lag, dass Pintus sich diese Jungs mal 2 Wochen zur Brust genommen hat. Was ich weiß, das war die beste Teamleistung unter Álvaro Arbeloa. Und dieses Real Madrid macht Lust nach mehr. Ja, lasst mich dieses Video noch einmal mit einem dicken Dankeschön starten. Gestern das Live-Watch-Along war unglaublich. Vielen Dank wieder an jeden einzelnen von euch. Wir haben wieder teilweise die Tausender-Marke geknackt. Ihr seid wirklich unglaublich. Naja, wie dem auch sei, starten wir jetzt mit der Analyse des Spiels. Dafür würde ich vorschlagen, starten wir mit der Aufstellung, die Álvaro Arbeloa ausgewählt hat. Und es war ein 4-4-2. Mehr oder weniger das gleiche, was ich gestern vorgeschlagen hatte. Im Tor Thibaut Courtois, rechter Verteidiger Trent Alexander-Arnold. Was für ein Fußballer. Ich habe euch am Anfang der Saison gesagt, dieser Fußballer ist ein Unterschiedsspieler. Der kann die ganze Philosophie einer Fußballmannschaft ändern. Der kann das hohe Pressing von Gegnern mit einem Pass komplett entwaffnen. Und das hat er gestern mehrere Male gesagt. Ich komme gleich zur Einzelleistung der Spieler. Aber ich sag's jetzt schon mal, mein absoluter MVP. Naja, in der Innenverteidigung Antonio Rüdiger, überraschend, nach seiner Verletzung stand er von Anfang an auf dem Platz, hat einen guten Job gemacht. Raúl Asensio durfte sich ausruhen, der spielt seit Monaten mit starken Schmerzen. Antonio Rüdiger ist zurück, die beste Nachricht für den Madridismo. An seiner Seite Dienhausen. Eieiei, da kommen wir gleich auch noch zu. Álvaro Carreras, davor ein Vierer-Mittelfeld mit einem Tchouaméni, Valverde, Camavinga, Arda Güler. Vorne die 2 Stürmer, Vini Junior und Gonzalo. Ein Kylian Mbappé mit seinen Knieschmerzen. Ich weiß nicht, ob es ein Bluff war, dass der auf der Ersatzbank war. Ich weiß nicht, ob er reingekommen wäre, wenn es knapp gewesen wäre. Tatsache, gestern 90 Minuten auf der Bank. Und das finde ich auch gut. Der soll sich in Ruhe erholen. Was bedeutet dieser Sieg für die Tabelle? Real Madrid, das schlechteste Real Madrid, wieder seit keine Ahnung wie lange, ist einfach Tabellenerster in der spanischen Liga. Ich kann es nicht glauben. Naja, wir haben ein Spiel mehr als der FC Barcelona, führen aber mit 60 Punkten La Liga an. Der FC Barcelona kann erst am Montag nachlegen. In Girona sind wir mal gespannt. Real Madrid setzt den FC Barcelona unter Druck. Ja, sind die Daten, Fakten, Zahlen, die jetzt schon feststehen. Kommen wir jetzt zur Analyse des Spiels. Und Real Madrid hat von Anfang an nichts anbrennen lassen, war die klar dominante Mannschaft. Und das gegen ein Real Sociedad, was mit einer geschwellten Brust in Santiago Bernabéu kam. Die hatten 11 oder 12 Spiele am Stück nicht verloren. Die hatten von den 9 Spielen unter Matarazzo, ihrem neuen Trainer, 7 gewonnen und 2 unentschieden. Das war die erste Niederlage für Matarazzo als Trainer von Real Sociedad. Und die war absolut verdient. Wie gesagt, Real Madrid hat sofort das Heft in die Hand genommen, hat vorne aggressiv angelaufen, war in den Zweikämpfen präsent, war überall und hatte, wenn sie den Ball am Fuß hatten, Lösungen gefunden. Wir haben uns hinten spielerisch befreit. Und wenn es spielerisch nicht ging, war die Antwort, gib Trent Alexander-Arnold den Ball und guck, was passiert. Und meine Güte, sind da Sachen passiert. Der Junge hat eine absolute Rakete in seinem rechten Schuh. Also, ich weiß nicht, wie viele lange Bälle er auf Fede Valverde geschickt hat. Wie viele Diagos er auf Vini geschickt hat. Manchmal auch ein Seitenwechsel, ein simpler Seitenwechsel auf Carreras, der den gesamten Druck von Real Sociedad entwaffnet hat. Also, erfrischendes Real Madrid, schnelle Ballstaffetten, jeder ist gelaufen, es gab Läufe in die Tiefe, man hat abgebrochen, ist zurückgekommen, jeder hatte Anspielstationen. Ja, meine Güte, ist es denn so schwer? So simpel kann Fußball sein, wenn du die richtige Attitüde an den Tag legst. Wenn du Bock hast, wenn du genauso viel läufst wie dein Gegner oder sogar noch mehr. Ja, und das 1:0 ist das perfekte Beispiel. Trent Alexander-Arnold mit einem Halbpass, Halbflanke aus dem Halbfeld. Meine Güte, das ist ein Gemälde, ein Kunstwerk. Und Gonzalo Garcia
sagte Dankeschön und zeigt, dass er der einzige echte Neuner ist, den wir im Kader haben. Sein Laufweg, wie er sich zwischen die Innenverteidiger fallen lässt, genau den größten Abstand herstellt, um sich den meisten Vorsprung rauszusuchen, startet in die Mitte und mit der Sohle, Picke etc. lässt er den Ball in die lange Ecke rutschen. Tolles Tor von Gonzalo Garcia. Ja, das Einzige, was noch toller war, war die Vorlage von Trent Alexander-Arnold. Also, wie gesagt, tolle Anfangsminuten von Real Madrid. Und das Gute, Real Madrid hat auch direkt weitergespielt, weiter Vollgas gegeben, hat den Ton angegeben im Santiago Bernabéu. Meiner Meinung nach war dieser Sieg keinmal in Gefahr. Selbst dann nicht, als Dienhausen sich einen kompletten Blackout erlaubt hat. Was war das? Real Sociedad spielt einen Ball, der ganz entspannt ins Tor ausgegangen wäre. Da wäre nicht mal Usain Bolt zu seinen besten Zeiten noch an diesen Ball gekommen. Und Dienhausen, aus einem mir absolut nicht erklärbaren Grund, rutscht den Gegner von Real Sociedad um. Ganz klarer Elfmeter. Der dämlichste Elfmeter, den ich seit langem gesehen habe. Ich meine, Dienhausen hat das selber erkannt, die Reaktion, der war fertig mit der Welt. Dieser Junge, der muss endlich zur Ruhe kommen, der muss mental wieder zur alten Stärke finden. Dieser Elfmeter, das war kein spielerischer Elfmeter, das war ein Elfmeter, weil er, irgendetwas beweisen wollte. Und bis er das nicht aus seinem Fußball rauskriegt, wird er nicht seinen besten Fußball nicht befreit ausspielen können. Ja, wie dem auch sei, klare Elfmeter, Real Sociedad macht das 1:1. Aber auch da, das bringt ein Real Madrid nicht aus dem Rhythmus. Wieder ein toller Angriff von Real Madrid. Die haben den Ball teilweise so schnell laufen lassen, dass Vini Junior immer wieder in 1:1 Situationen gekommen ist. Wie oft habe ich euch gesagt, dieses behäbige Ball von links nach rechts schieben, von vorne nach hinten etc., das spielt für deine Angreifer keinen Vorteil heraus. Im Gegenteil, Vini Junior, wenn er mal am Ball war, stand er 1 gegen 2, 1 gegen 3. Das klappt dann einmal von 100 Malen oder von 10 Mal bei Vini, weil er so viel Qualität hat. Aber das ist nicht die Lösung für Real Madrid. Gestern durch die schnellen Ballstaffetten, durch die Diagos von dem Trent Alexander-Arnold zum Beispiel, stand ein Vini Junior immer wieder in 1:1 Situationen und hat das gestern dann auch ausgenutzt. Er holt einen glasklaren Elfmeter raus, er rennt vorbei, hält an, der Gegenspieler möchte bremsen, tritt aber das Standbein von Vini um. Ja, und Vini Junior verwandelt mit seiner neuen Elfmeter-Technik zum 2:1. Ja, unser Brasilianer hat sich eine neue Elfer-Technik erarbeitet, die erinnert an den Juninho, den Italiener, die erinnert an Robert Lewandowski, der macht das auch, diesen kurzen Sprung von dem Elfmeter. 2 von 2 gestern, solange es klappt, mach weiter so, Vini Junior. Und selbst nach dem 2:1 hat Real Madrid weiterhin attraktiven, schönen Fußball gespielt. Ballstaffetten, diejenigen, die den Ball hatten, haben sich schnell getrennt, von rechts nach links, verlagert. Real Sociedad kam gar nicht hinterher. Ja, und das 3:1 ist passend zu dem Spiel von Real Madrid super herausgespielt. Die Mannschaft findet einen Fede Valverde am 16er ganz alleine und der, nicht wie sonst mit seiner brutalen Kraft, diesmal mit Auge, mit Gefühl, legt den Ball in den rechten Winkel. Wunderschönes 3:1. Das war in der Halbzeit auch in der Höhe verdient. Im Gegenteil. Wenn Dienhausen da nicht diesen kompletten Totalausfall hat, steht es 3:0 und das Spiel ist in der Halbzeit schon entschieden. Ja, aber auch dann, in der zweiten Halbzeit, zumindest in den ersten 5-10 Minuten, hat Real Madrid weiter Bock auf Fußball gehabt. Vini Junior holt den nächsten Elfmeter raus. Und dieser Elfmeter hat mir Kopfschmerzen gemacht. Zuerst habe ich gedacht, klarer Elfmeter. Danach sehe ich eine andere Wiederholung und denke, den möchte Vini vielleicht ein bisschen zu sehr. Aber inzwischen, ich habe viele andere Content Creator gesehen, ich habe mir die Wiederholung auch noch etliche Male angeschaut und ich bin zu dem Entschluss gekommen, dass ich fair sein muss. Wenn ich sage, Dienhausen, wie dämlich bist du in der Aktion, muss man auch sagen, wie dämlich stellt sich der Verteidiger von Real Sociedad an. Ein Vini ist schon durch und der rutscht von hinten rein, obwohl er weiß, er kann diesen Zweikampf nicht mehr sauber gewinnen. Fällt ein Vini Junior etwas zu früh? Ja, aber danach gibt es einen glasklaren Kontakt, der macht sogar die Schere. Also, über diesen Elfmeter,
darf sich Real Sociedad nicht beschweren, haben sie übrigens auch nicht gemacht. Der Matarazzo, muss ich sagen, sehr fair. In der Pressekonferenz hat er gesagt, bei beiden Elfmetern gab es einen klaren Kontakt. Da hat das VAR sich nicht einzumischen. Also fair von einem Matarazzo. Manchmal machen wir Madrid-Fans uns mehr Sorgen als die gegnerischen Trainer, als die gegnerischen Mannschaften, weil man uns von außen schon so manipuliert hat mit diesem Anti-Real Madrid-Presse, dass man manchmal schon ein schlechtes Gewissen hat, wenn man einen Elfmeter bekommt. Gestern im Live-Watchalong hat jemand einen passenden Kommentar geschrieben, wenn das irgendein anderer Stürmer gemacht hätte, würde man sagen, das hat der Stürmer clever rausgeholt. Wenn es Vini macht, heißt es klare Schwalbe. Und so sehe ich das auch. Der Kontakt war da, der Verteidiger von Real Sociedad stellt sich dämlich an und den Elfmeter musst du im Endeffekt pfeifen. Vini Junior mit seiner neuen Technik macht das 4:1 und damit war das Spiel mehr oder weniger auch begraben. Es gab noch Einwechslungen, die haben noch hier und da Fußball gespielt, es gab noch sehr schöne Aktionen. Ein Trent Alexander-Arnold ist rausgegangen, hat sich seinen verdienten Szenenapplaus rausgeholt oder besser gesagt den Applaus für seine tolle Leistung. Dani Carvajal kam zurück, sah in der einen Aktion nicht so gut aus, aber im Großen und Ganzen hat Real Madrid dann das Spiel verwaltet. Real Sociedad kam zu keinen großen Chancen mehr. Real Madrid hat sogar noch das 5:1 gemacht. Wunderschöner Freistoß von Arda Güler. Vini Junior zeigt wieder einmal, dass der keine Kopfbälle kann. Wie kannst du zum Kopfball gehen und den Ball mit der Schulter treffen? Dann ist dein Kopf ja 30 Zentimeter über dem Ball. Naja, das Timing zum Kopfballspiel hat Vini nun mal nicht. Das kriegen wir dem auch nicht mehr beigebracht. Aber der Ball geht rein und ich zeige euch mal die Situation. Hä? Wie kann das denn bitte abseits sein? Bis heute haben wir keine Linie gesehen. Wie kann das sein? Also meiner Meinung nach klaut das VAR Vini Junior seinen Hattrick, Arda Güler seinen Assist. Stimmt, vorher hat auch ein Gonzalo Arda Güler seinen Assist geklaut, wenn wir schon mal da sind. Gonzalo setzt sich auch einmal durch, steht alleine vom Tor, schießt den Ball in die lange Ecke, der Verteidiger hält den Ball auf der Linie. Also Real Madrid hätte hier auch deutlich höher noch gewinnen können. Eine rundum gelungene Teamleistung. Und das ist, was ein Xabi Alonso am Anfang der Saison gesagt hat. Er möchte über eine kollektive Mannschaftsleistung die individuellen Stärken der Spieler hervorheben. Und das hat Álvaro Arbeloa gestern mit diesem Real Madrid geschafft. Die kompakte Mannschaftsleistung hat es einem Vini Junior erlaubt, immer wieder in 1:1 Situationen zu kommen. Diese kompakte Mannschaftsleistung hat es einem Trent Alexander-Arnold erlaubt, nicht immer nur nach hinten schauen zu müssen, sondern auch nach vorne für Gefahr zu sorgen. Diese kompakte Mannschaftsleistung hat hinten dafür gesorgt, dass ein Rüdiger, ein Hausen immer jemanden hatten, der die unterstützt hat. Also wie gesagt, tolles Spiel von Real Madrid. Und ja, ich weiß, jetzt kommen wieder die typischen Kommentare. Mal hui, mal pfui. Ja, so ist Real Madrid in dieser Saison. Dieses gute Spiel bedeutet noch lange nicht, dass wir jetzt den Rest der Saison weiter so spielen werden. Wir haben zu oft die Achterbahn an Leistungen gesehen, aber ich sage, man muss die Feste feiern, wie sie fallen. Wir haben Real Madrid oft genug kritisiert, als sie scheiße waren und jetzt dürfen wir sie auch feiern, wenn sie ein gutes Spiel gemacht haben. Hoffen wir, dass das ein Wendepunkt in der Saison ist, dass das der Start von einem guten Endspurt von Real Madrid ist. Ja! Das ist das, was auf dem Fußballplatz gestern passiert ist. Ich bin sehr, sehr zufrieden. Bin ich gespannt, wie ihr das Ganze seht. Bevor ich mich verabschiede, wie ihr es kennt, die Einzelleistung der Spieler. Thibaut Courtois, beim Gegentor Elfmeter konnte er nichts machen. Wenn er gebraucht wurde, war er da. Gute Leistung von Thibaut Courtois. Trent Alexander-Arnold, TAA, wird ersetzt durch MVP. Was für ein Spiel. Ich kann mich persönlich an kein einziges Fußballspiel erinnern, wo ein rechter Verteidiger das Spiel so dominiert hat, so entschieden hat, wie gestern Trent Alexander-Arnold. Da ist er der einzige rechte Verteidiger auf der Welt, der diesen Fuß hat. Also Wahnsinnsleistung. Ja, er hat das Spiel gestern meiner Meinung nach fast im Alleingang gewonnen. Innenverteidiger Rüdiger anständig, Dienhausen. Bis auf den dämlichen Elfmeter fand ich den sogar ganz gut. Hier und da noch zu schwach in den Zweikämpfen. Der Junge muss ins Gym, der braucht mehr Körper. Dem fehlt die nötige Aggressivität. Und wenn der die nicht lernt, wird er sich irgendwann auf der Bank wiederfinden. Álvaro Carreras, okay,
Er hat der Mannschaftsleistung geholfen. Jetzt nichts Außergewöhnliches, aber war okay. Mittelfeld, mein dickes Kompliment an alle 4. Tchouaméni, Camavinga, Fede Valverde und Arda Güler haben mir alle gut gefallen. Tchouaméni, ja, wie gesagt, unverzichtbar für die Stabilität. So viele Zweikämpfe auch in der Luft gewonnen, bärenstark. Camavinga wurde immer stärker, hat mir am Anfang nicht gefallen. Hat 3 oder 4 dämliche Fouls in den ersten 10 Minuten gemacht, wo ich gedacht habe, wieso hat er keine gelbe Karte? Naja, Fede Valverde sehr viel gelaufen, war überall, rechts, links, vorne, hinten, macht ein schönes Tor. Also tolles Spiel von Fede Valverde. Arda Güler, ich habe genau das Gleiche gesagt, was ich letztens gesagt habe. Ich würde mir wünschen, dass er sich viel öfter den Ball abholen kommt. Wenn der den Ball am Fuß hat, ist der Junge genial. Hat man gestern auch 2, 3 Aktionen gesehen, dann blitzt sein Können auf. Einmal mit der Hacke auf Gonzalo oder einmal schickt der Gonzalo aufs Tor etc. Dieser Junge hat den besten Fuß bei uns in der Mannschaft. Aber wenn du den besten Fuß hast, dann möchte ich den auch sehr, sehr oft am Ball sehen. Das würde ich mir noch wünschen, dass er viel öfter in Kontakt mit dem Ball gerät. Dazu ist er so ein Diesel. Der ist meiner Meinung nach schlecht gestartet und wurde von Minute zu Minute besser. Hatte auch 2, 3 Abschlüsse, hat die Vorlage auf Vini gegeben. Naja, im Endeffekt kann ich sehr zufrieden sein mit der Leistung von Arda Güler. Und vorne drin Gonzalo. Tolles Tor eines echten Neuners. Gonzalo ist angewiesen auf die Mannschaftsleistung. Wenn er gefüttert wird, ist der Junge eine Rakete, eine Bombe, ein klassischer Mittelstürmer. Der Junge, der schreit Torgefahr. Also nach dem ersten Tor ein bisschen weniger, aber wie gesagt, das ist ein typischer Neuner, der braucht die Bälle. Ja, und Vini Junior. Ja, es fällt mir schwer, diesen Jungen einzuordnen. Gestern wieder überragend. Der Verteidiger von Real Sociedad, der wird Albträume haben mit Vini Junior. Der ist immer wieder an dem vorbeigegangen, hat nicht aufgehört. Wie gesagt, hatte auch viele 1:1 Situationen dank der Mannschaft und es hat mir richtig gut gefallen. Jetzt, genau wie bei der Mannschaft, kann man bei Vini Junior nur hoffen, dass er endlich mal Konstanz in seinen Fußball reinbringt. Es hieß, Antonio Pintus hat ein 2 Wochen Aufbautraining mit ihm gemacht. Naja, vielleicht hilft es ja. Ja, zu den Einwechselspielern, wie gesagt, die kamen rein, als das Spiel schon entschieden war, als Real Madrid das Ergebnis nur noch verwaltet hat. Da jemanden schlecht zu reden oder so, finde ich persönlich unfair. Im Großen und Ganzen war das okay. Dani Carvajal braucht mehr Match-Fitness, das hat man gesehen, ein Rückpass viel zu kurz. So etwas darfst du dir bei entscheidenden Spielen nicht erlauben. Ja, das ist meine Einschätzung zum Spiel. Ich gehe zufrieden, bin ich gestern ins Bett gegangen, zufrieden bin ich heute aufgestanden. Ich freue mich auf das Spiel gegen Benfica Lissabon. Ich hoffe, wir haben unsere Lektion aus dem Spiel vor 3 Wochen gelernt. Ja, und ich bin der Meinung, wenn wir ein Spiel wie gestern abliefern, dann brauchen wir uns in Lissabon auch keine Sorgen machen. Ja, ich bin gespannt, wie ihr das Ganze seht. Was sagt ihr zu diesem Video? Was sagt ihr zu der Leistung von Real Madrid? Lasst eure Meinung bitte in den Kommentaren. Wenn ihr schon mal da seid, liked dieses Video, teilt dieses Video, hypen. Wer noch kein Follow da gelassen hat, gönnt doch bitte. Wir sind bald bei den 25.000, wird es mir einen Riesengefallen tun. Und wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin. A la Mari!